Hola, was geht, was geht, was geht? Neues Video. Heute mit Galactics und Ecstatic. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Bro, ich kann sowas nicht. Meine Zunge dreht sich jetzt schon die ganze Zeit. Aber egal. Das ganze Ding heißt Hurt, ist von der Endshow von 2025, vom DEFCON natürlich. Ja, ich weiß, ihr wartet immer noch auf die Reaction. Ja, ich spiele wirklich langsam mit dem Gedanken, das irgendwo anders hochzuladen. Im Thema von, wie hieß die Gümmelseite jetzt? Patreon, wie auch immer. Ich denke, ihr wisst, welche ich meine, wo andere halt andere Sachen hochladen. Ja, ich spiele wirklich mit dem Gedanken, ich lasse mir jetzt noch ein paar Wochen Zeit, guck wirklich nach, ob ich es wirklich nicht hochladen kann, weil irgendwie es auch komisch ist. Ich kann nämlich bis 2024, inklusive 2024, alles hochladen, ohne irgendwelche Probleme wirklich. Natürlich, manchmal muss was weggecuttet werden, das liegt aber daran an den an den Songs. Jetzt ist aber bei den 2025ern ist es halt dieses, noch nicht mal mehr die Songs, sondern einfach das Bildmaterial. Deswegen müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Weil ich ja halt weiß, dass ihr auf die ganzen Reaction wartet. Es gibt ja noch Spotlight, The Endshow. Die habe ich natürlich alle fertig. Die sind alle bereit, alle wahrscheinlich auch ein bisschen schlecht von der Reaction her, bin ich auch ganz ehrlich, weil, ja, es ist ja immer tagesabhängig, was ich sage und wie auch immer. Und ich es ja auch trotzdem euch zeigen will, weil ich mir ja trotzdem auch irgendwo die Zeit nehme dafür. Deswegen müssen wir mal gucken. Kann sein, dass wir da dann extra auf Patreon übersteigen. Aber gut, das ist dann erstmal Zukunftsmusik. Jetzt gehen wir aber rein. Erstmal in Hurt von der Endshow. Bin gespannt, wie das Ding jetzt ballert. Ich habe das boah, seitdem die Endshow raus ist, nicht mehr gehört. Wir gucken einfach mal. Let's go. Hier auch nochmal, ne, falls ihr das Video erst sehen solltet nach der Endshow. Wenn man das auch irgendwo, ne, wo immer ihr das seht. Ja, ich nehme das hier nach der Endshow auf. Heißt, es kann sein, dass ich anders jetzt darüber rede als bei der Endshow-Reaction, ja? Das ist halt dieses Ding, was ich glaube, viele auch so ein bisschen vergessen und vergessen werden könnten, whatsoever. Guter Schnitt, guter Schnitt. Muss halt ehrlich sagen, ne? Also, musiktechnisch natürlich sehr geil. Ich gehe mal auf 4K hoch. Weil, das ist nämlich die Sache, die mich jetzt gerade so ein bisschen stört. Dieses, klar, schwarz-weiß ist cool. Es passt auch so ein bisschen, ne, auf diesen Anfang. Aber es ist halt so krass. Zu krass der Filter drauf, ne? Ja. Dieses Gekräuselte und so, das ist ein bisschen too much. Gut, ne? Aber jo, ganz ehrlich, der Cut natürlich wieder sehr gut, da will ich gar nicht sagen, aber den Filter, den hätte ich auch drauflegen können. Ganz vergessen, dass der Song so episch klingt, ne? Dass sie erst so schön anfängt, er gibt auf einmal Vollgas und sie gibt dann auch nochmal Vollgas hinterher.
stimmt, das war bei dem Song. Da sah das richtig krass aus mit den Lasern, genau. Ja, ich meine, ich habe das bei der Endshow-Reaction jetzt nicht gesagt, aber verdammt episch, ne? Also verdammt, verdammt, verdammt episch. Das das kannst doch eigentlich keinem erzählen, ne? So, du kannst denen das Ding du kannst das jemand geben, so, egal ob Hardstyle nur Hardstyle-Hörer und. Der Anfang, du denkst nicht daran, dass das gleich auf Hardstyle voll umspringt. So, hier vielleicht schon, aber nur die, die auch Hardstyle hören. Alle anderen würden sagen: „Ja gut, ne, ist irgendwie, ne, so was EDM-mäßiges, gucken wir mal.“ Und dann knallt's. Genau, da muss ich halt wirklich sagen, jetzt so im nächsten Mal hören, es ist crazy, diese Kombination aus den Kicks so, ne? Ja, einmal hast du diese Reiter-Kicks, sage ich mal, mit diesem Reiter-Tempo oder Galopp-Tempo, sage ich mal so. Dann kommen diese tiefen Dinger und dann die. Das ist irgendwie voll komisch. Geil, aber du hast ja anderes Tempo, anderer Klang, das ist einfach so ganz schnell irgendwie unterschiedlich hier. Ist ja irgendwo auch im Hardstyle so langsam üblich, aber muss ich halt immer wieder drauf klarkommen, muss ich ehrlich sagen. Plus halt diese geilen Kicks, ne? Da müssen wir nicht drüber reden. Wobei man aber auch sagen muss, hier sieht man auch wieder, dass Hardstyle einfach geboren ist dafür, für Pyrotechnik oder andersrum, wie auch immer du das haben willst. Genauso wie für die Lichtershow. Klar, ich sag das immer wieder. Klar, ich sag das auch immer mehr bei den härteren Sachen, weil ich da auch der Meinung bin, je härter es wird, desto besser desto krasser sieht die Lichtshow einfach aus. Einfach weil, auch wenn du es dir nicht geben kannst, wie ich zum Beispiel, ne, ich kann ja kein Abtempo lange hören. Klar, so kurze Dinger, da denke ich mir so, okay, gut, gehe ich fein mit, ne? Auch die Sägewerk-Dinger, Sägewerk-Kicks. Ihr wisst, was ich meine. Ja. Klar kann ich kurz hören, aber eigentlich ist es nicht meins. Was ich aber wirklich geil finde, ist dann halt diese Lichtershow. Jetzt aber zurück zu meinem Take. Es ist halt wirklich mega geil, wie Hardstyle so geil kombinierbar ist mit halt Pyrotechnik und Lichtershow. Wie wir auch hier wieder sehen. Du hast so geile, war was? So geil das aufgebaut hier. Dadurch, dass du diese geilen Kicks hast und gerade auch diesen geilen Rhythmus hast, kannst du so geil mit diesem Pyrotechnik arbeiten, wie du ja, in in keinem anderen Genre eigentlich damit arbeiten kannst. Meiner Meinung nach. Das ist crazy. War schon crazy, ne? Wow, wow. Muss ehrlich sagen, das sah schon verdammt geil aus, ne? Mit diesem Nebel. So, dass so ein Nebel darüber aufzieht und dann alles so verschwindet. Ist sehr geil gemacht. Da muss man wieder sagen, da haben die den Filter halt sehr geil eingebaut. Am Anfang ein bisschen too much. Natürlich kann das auch sein, einfach. Ich meine, wir können ja mal eben gucken, den Unterschied. Na gut. Hängt auch wahrscheinlich daran, dass mein Bildschirm nichts Besseres anzeigen kann. Aber nichtsdestotrotz, ähm, da war der Filter halt ein bisschen zu krass eingestellt, ne? Ich glaube, da sind wir alle irgendwie einer Meinung. Sonst, mega geiles Video. Natürlich, ist ja klar, ne, Endshow, Edits sind immer gut, müssen wir nicht drüber reden. Song, mega geil. Schön episch, gerade so dieser Anfang, ne? Du kommst richtig in die Feelings rein, du wirst so reingezogen.
Dann hast du diese geile Melodie, die sich aufbaut, aber auch dann die ganze Zeit gefühlt da ist. Natürlich, wenn die Kicks da sind, so ein bisschen verstummt. Gerade bei dem mittleren Teil, wo es ein bisschen mehr ballert. Ähm, aber finde ich geil. Finde ich sehr, sehr geil. Jetzt gerade auch beim zweiten oder dritten Mal hören. Wie gesagt, bei der Endshow habe ich wahrscheinlich anders reagiert, einfach weil ich auch da, ne, es ist ja, da muss man ja auch wirklich sagen, es ist ja bei mir immer tagesabhängig. So, ich denke, ihr kennt das vielleicht auch, ne? Manche Songs könnt ihr euch an manchen Tagen einfach besser geben, egal ob es jetzt irgendwie vom Vibe her ist oder ob es einfach so ist, ne? Ihr denkt euch, ja, okay, zack, heute Hardstyle, heute gönne ich mir mal ein bisschen Frenchcore. Ah, okay, morgen gönne ich mir mal ein bisschen, weiß ich nicht, was es halt so alles gibt, ne? Da will ich hier einmal auf die Kacke hauen und kann es einfach nicht, weil ich da gar keine Ahnung von habe. Ja, aber wie gesagt, ne? So, es ist ja immer unterschiedlich. Und ich meine, dass ich da bei der Endshow wirklich da saß und fast wie versteinert, weil ich, weiß ich nicht, weil die anderen Songs mich vielleicht sogar ein bisschen mehr gecatcht haben oder weil vielleicht der Vibe gerade nicht so da war, keine Ahnung. Müsste man nachgucken, werdet ihr irgendwann in Zukunft sehen, hoffentlich. Ja, wir werden sehen. Aber wie gesagt, ne, nicht, dass ihr dann sagt, was ich halt euch zu verstehen geben will, ist halt wirklich die Sache. Meine Reactions sind halt wirklich immer One-Takes und und Vibe-abhängig, tagesabhängig. Tagesabhängig dadurch, Vibe-abhängig, also, ne, wie der Vibe gerade so zwischen den Song und mir ist, aber auch meine Stimmung generell selbst, ne? Manchmal bin ich gut drauf, manchmal bin ich schlecht drauf. Ich denke, ihr seht das ja auch selber. Ähm, Natürlich könnt ihr mich hier auch immer hinsetzen und sagen: „Hier, alles geil, alles gut, alles super, alles schön.“ Manchmal mache ich's auch, weil es halt, ne, wirklich so Tage gibt, wo ich's halt alles wirklich sehr, sehr geil finde. Dann gibt's natürlich Tage, wo ich viel am Rumheulen bin. Kann sein, dass es daran liegt, dass ich selber irgendwie, ne, einfach grad schlechte Laune habe oder was auch immer. Aber ich finde, am Ende des Tages zeigt das einfach so 'n bisschen diese Realness. Weil ich habe keinen Bock, mich hier hinzusetzen und zu sagen: „Hier, ey, wow, alles ist geil“, nur um vielleicht irgendwelche Klicks zu farmen, irgendwelche Clips zu farmen oder was auch immer. Dafür, mache ich den Bums hier nicht. So, ne, ich mache das hier aus Spaß, einfach so, um Hardstyle auch kennenzulernen. Also, wie gesagt, aus Spaß, Hardstyle kennenzulernen und einfach, weil ich Musik liebe. Deswegen kommen ja auch Reactions zu anderen Musikarten. Deswegen kommen auch Reactions zu irgendwie Anime oder so. Dieser ganze Kanal baut wirklich darauf auf, dass ich einfach Spaß habe, ne, so meine Euphorie und meinen Spaß an diesen ganzen, was ich halt zeige, zu zeigen. Oder irgendwie irgendwelche Messages so 'n bisschen vielleicht rüberzubringen, die den einen oder anderen, ähm, helfen, ne? Die da Bock drauf haben, die sich das angucken, die dann mit mir mitfeiern, die mit mir lachen, die vielleicht mit mir weinen. Ne, gibt's ja auch schon genug Reactions, wo ich selber geheult habe, wie keine Ahnung was. Vielleicht irgendwelche Messages, die dann, ne, so durchkommen und dann wo dann gesagt wird: „Ey, da bin ich ganz bei dir.“ Hatten wir ja jetzt auch in den letzten Videos, wo ihr da 'n bisschen zugestimmt habt und so. Weil ich finde, das macht halt so Reactions aus und das ist auch so diese Realness, die ich irgendwie in diesem Kanal haben will. Weil, Bro, ich mache das nicht, wie gesagt, dieses Geldtechnische und so, dafür habe ich meinen normalen Job. Klar will ich damit auch vielleicht irgendwann Geld verdienen und werde ich vielleicht auch irgendwann Geld scheffeln. Man weiß es nicht, nur Gott weiß. Nur die Zukunft weiß. Und wenn's so ist, dann ist es so, aber, ich sage mal so, ne, ich reiße mir jeden Tag den Arsch auf, dass wir jeden Tag Videos haben, dass wir, aber auch trotzdem, dass ich real bleibe. So, sage ich mal, ne? Meine ist immer hart gesagt oder einfach gesagt, ne, ja, ich bin real, aber ich versuche halt wirklich die ganze Zeit real zu bleiben. Klar, manchmal merkt man das, glaube ich, auch, dass ich so 'n bisschen, anders rede über manche Tracks, einfach weil ich schon 'ne andere Reaction gesehen habe oder andere Meinungen schon gehört habe. Ähm, Da bin ich halt noch 'n bisschen, da muss ich noch 'n bisschen lernen. Aber wie gesagt, ne, ich weiß, jetzt zum Ende hin, ist das jetzt grad 'n bisschen viel Gelaber und 'n bisschen sehr weit abseits von diesem, geilen Track. Aber das musste ich einfach mal gesagt haben. Und ja, wie gesagt, sehr geiler Track, ne, um darauf wieder zurückzukommen. Sehr geiler Track, sehr geiles Video. War ja auch nicht anders zu erwarten, muss man ja einfach sagen.
Und ja, ich bin gespannt. Haben wir, glaube ich, sogar noch einen Song von der Endshow. Wenn man dann die ganzen Videos anguckt, hat man eigentlich meine Reaction auf die Endshow. Aber wie gesagt, diese Endshow-Reaction kommt noch irgendwann. Wann es sein wird, kann ich euch noch nicht sagen. Ob es hier sein wird oder auf einer anderen Plattform, werden wir dann auch sehen. Ja, aber ihr werdet dann Bescheid kriegen von mir hier, ne, bei den Beiträgen oder auf Instagram oder vielleicht mache ich sogar ein Video dazu. Gucken wir einfach mal. Aber wir sehen uns dann da oder bei jeder anderen Reaction. Und bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Verliert euer Lächeln nicht. Und dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.